Ich bin der Max, ich bin 28 Jahre alt, ich komme aus Würzburg im Raum Bayern in Deutschland und ich bin seit ich 2 Jahre alt bin mit Cochlea-Implantaten versorgt. Und mit dem Alter von 4 Jahren bin ich auch auf der zweiten Seite, auf der rechten Seite versorgt worden. Ne? Meine Eltern haben schon recht früh gemerkt, dass ich taub bin. Es wurde nicht nach meiner Geburt geprüft damals, aber sie haben es relativ bald gemerkt. Und eine offizielle Diagnose haben sie bekommen, als ich ungefähr 8, 9 Monate alt war. Und das Cochlea-Implantat war zu dieser Zeit, damals 1994, noch nicht so weit verbreitet. Das war sehr nischenhaft. Das heißt, meine Eltern wurden nicht darüber informiert, dass es ein Cochlea-Implantat gibt. Das war Zufall, dass meine Mutter eine Broschüre gefunden hat. Und nach ein bisschen mehr als einem Jahr haben meine Eltern endlich die Zusage von einer Klinik bekommen, dass ich ein Cochlea-Implantat bekommen werde. Das war eben nicht so straightforward. Man musste dafür kämpfen und viele Kliniken ansprechen, dass sich am Ende einer dafür meldet, das zu machen. Ja. Meinen Eltern fiel die Entscheidung für ein Cochlea-Implantat nicht schwer. Es war viel schwieriger, damals eins zu bekommen. Aber meine Eltern wussten eigentlich sehr, sehr schnell, nachdem sie von einem Cochlea-Implantat gehört haben, dass das ist, was sie wollten für mich. Also sie hatten überhaupt kein Problem mit dieser Entscheidung selbst. Die Frage, wie es ist, mit einem Cochlea-Implantat zu leben, ist immer ein bisschen. Ich höre ja die Frage öfters. Es ist nicht ganz einfach, sie zu beantworten, weil meine Lieblingsantwort darauf ist eigentlich, ich habe ein normales Leben. Also es ist nicht, in meinen Augen, nicht viel anders, als wenn ich nicht implantiert wäre und normal hören könnte. Ich mache mein Cochlea-Implantat nicht zu einer Behinderung in dem Sinne. Ich lebe normal und lasse mich nicht davon einschränken, dass ich ein Cochlea-Implantat trage. Hörpate zu sein ist für mich die Motivation dahinter, dass ich andere, hoffentlich vor allem Eltern, aber auch Jugendliche zeigen kann, dass ich ein völlig normales Leben führen kann, dass das Cochlea-Implantat keine Einschränkung ist und dass man das Cochlea-Implantat definitiv positiv sehen soll. Das ist für mich das größte Ziel eigentlich, dass man das Cochlea-Implantat nicht zu einer Behinderung macht. Es ist eine Behinderung, nicht zu hören, aber es ist keine Behinderung, ein Cochlea-Implantat zu tragen. Und ich finde, da sollte man definitiv mehr daran arbeiten, dass man sich eben normal wohlfühlen kann im Leben und nicht Dinge tut, dass man sich nicht einschränken lässt von einem Cochlea-Implantat. Es gibt eins, das ich tatsächlich nicht so schnell vergessen werde. Das ist schon sehr, sehr lange her, da war ich noch recht jung. Zu der damaligen Zeit, da gab es den sogenannten Tempo Plus, das war der damalige Prozessor. Das war der erste Prozessor, den man hinterm Ohr tragen konnte. Und der war in keinster Weise wasserfest. Also wenn der ein bisschen Wasser abbekommen hat, ist der ziemlich schnell ausgegangen. Ne? Und ich weiß noch, ich bin als ziemlich junges Kind, ich weiß wirklich nicht, wie alt ich war, mit anderen Leuten Floß fahren gewesen, auf so einem Holzfloß. Und bin runtergefallen. Ne? Und irgendwie wie auch immer das passieren konnte, hat der Prozessor ziemlich lange noch gearbeitet, während ich unter Wasser war. Mit lange meine ich, es waren vielleicht 1 oder 2 Sekunden. Ne? Aber dieses Geräusch, das ich hatte, das ist wirklich nichts Ungewöhnliches eigentlich. Das kann man mit jedem wasserfesten, mit einer GoPro auch hören. Oder so wenn man ins Wasser taucht und dann dieses Rauschen und dieses Blubbern. Aber das war sehr einprägsam für mich, weil ich einfach 1, 2 Sekunden lang unter Wasser hören konnte. Und das habe ich nie vergessen. Ne? Was ich neu implantierten Nutzern auf jeden Fall empfehlen würde, ist, dass sie nicht aufgeben, dass sie sich wirklich aktiv versuchen dran zu halten, sich bemühen zu trainieren. Was ich schon oft gehört habe, ich kann es leider nicht mehr so genau sagen, weil ich 2 Jahre alt war, aber was ich schon öfters gehört habe bei Leuten, die noch extrem wenig hören mit Hörgeräten, bevor sie implantiert werden, ist zum Beispiel Musik, dass sie sich wirklich 2, 3 Lieblingsinterpreten hernehmen und extrem viel Musik hören und nach der Implantation die gleichen Lieder wiederhören, weil dann das Gehirn immer mehr Verknüpfungen schaffen kann, wie hat es vorher geklungen, wie klingt es jetzt und dann
irgendwann klingt es wieder so, wie es vorher geklungen hat. Das Gehirn muss sich einfach, was das Hören betrifft, komplett umstrukturieren und neu verstehen, was ein Ton ist. Was auch schwierig ist, ist, man sollte die Erwartung nicht zu hoch haben. Gleichzeitig sollte man aber jetzt nicht denken, dass man nichts erwarten kann. Also das Problem, was ich damit meine, ist, es gibt Leute, die erwarten, dass das Cochlea-Implantat wie ein Hörgerät ist. Ich setze das Ding auf und ich höre jetzt wieder. Und das ist einfach nicht der Fall. Der Kopf muss neu trainieren und deswegen sollte man nicht sagen, das klingt jetzt schlecht und ich lege es wieder weg. Der Prozessor sollte wirklich so lange wie möglich am Kopf bleiben. Für mich selbst, ich habe das niemals anders gemacht. Ich stehe auf, ich komme aus dem Bett und setze die Dinge auf, die Prozessoren. Ich setze sie an mein Ohr und ich mache sie weg, wenn ich entweder duschen gehe oder wenn ich schwimmen gehe oder wenn ich schlafen gehe. Niemals sonst setze ich sie auf. Für mich ist das ein Teil meines Körpers, so wie für viele vielleicht auch Brillen sind. Und ich würde niemals auf die Idee kommen, jetzt zu sagen, ich möchte ein Wochenende lang nichts hören. Das ist für mich ein No-Go. Weil das Hirn muss immer schön weiter stimuliert werden. Ne? Eben vor allem am Anfang.